Ja, hallo Aaron? Hä? Ist der Timo? Timo Driese? Du, hier, merk dir mal den 1. April vor, da wird die heiße Phase geht da los, du, hier, großer Termin. Ja, hallöchen, Ute, Zuckerschnute, na, hier ist der Timo. Ja, hallo Jochen, wenn du das hörst, dann ruft mich doch mal zurück, hier ist der Timo Driese, du hast ja meine Nummer sicher noch, also sonst, weißt du was, sonst rufe ich einfach später nochmal an, ja? Ja, guten Tag, Frau Schneewatz. Schön, dass ich mal wieder was von Ihnen höre. Ja, ich würde gern Ihren Sohn Thorsten mal sprechen. Ja, könntest du ihr vielleicht... Einstweilige Verfügung? Nee, das bin ich nicht. Frau Schneewatz, ich würde gerne Ihren Sohn Thorsten mal sprechen. Wie, was soll denn das heißen, mit der Scheiße willst du nichts mehr zu tun haben? Ja, am 1.4., da machen wir großes Filmscreening bei mir. Kommst vorbei? Peterchen ist auch da. Ja, super. She drops her white grapes, she whispered. No more she drops her white grapes, she said. No more she drops her white grapes, she cried. No more she drops her white grapes, she weeps. Don't talk too much. Don't talk too much. Be careful. Watch out, honey. Be careful. Lose my patience. Don't talk. Und? Was sagt er, hä? Okay, also das ist das Einzige, was du in 10 Jahren fertig bekommen hast. Naja, das Problem war ja folgendes, ne? Ich hatte schon alles fast fertig geschnitten und dann wurde von analog auf digital umgestellt. Was meint ihr denn, was das für ein Akt war, das alles zu digitalisieren hier? Hä? Costa Quanta? Eieiei, du. Da schlackerst du mit den Ohren. Da ist plötzlich nichts mit Laffarone, ne? Ja. Aber jetzt haben wir ja fast alles zusammen und wenn wir die technisch unsauberen Szenen alle nochmal nachdrehen, dann haben wir das Ding ratzfatz im Kasten. Und dann Sundance, Cannes, Berlinale, Ophüls. Da bin ich mir sicher. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du willst nochmal nachdrehen? Aber ihr seht doch jetzt alle ganz anders aus. Also, älter. Entschuldigung, wer bist du noch gleich? Ich bin Pamela, die Hauptdarstellerin. Und daran würde er sich auch erinnern, wenn Timo nicht überall das Lichtdubel reingeschnitten hätte, auf das er scharf war. Nee, du, also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das war ja wohl der englische Kameramann, den Lorena angeschleppt hat hier, ja? Immer viel Filmi, aber blende zu. Also ich brauche jetzt erstmal eine Zichte. Das ist mir echt zu blöd hier, ey. Ich hole erst mal ein paar Säckchen, hä? Das läuft gut. Hä? Reiß dich noch ein bisschen zusammen. Und dann machen wir Nägel mit Köppen. Ich fasse es einfach nicht, dass er allen Ernstes nachdrehen will. Wisst ihr, ich habe einfach keinen Bock, die Sexszene mit dieser Zimtzicke nochmal zu drehen. Sag mal, hat dir deine Mama keine Manieren beigebracht oder ist dieses Verhalten Frauen gegenüber autodidaktisch bei dir?
Normalerweise verhalte ich mich äußerst respektvoll Frauen gegenüber, ja, aber manchmal muss man das Kind auch einfach beim Namen nennen. Das kann man aber auch anders sagen. Guck mich nicht an, ne? Hätte ich gewusst, dass Pamela hier ist, wäre ich zu Hause geblieben. Und? Wie läuft's bei dir so? Du musst nicht so tun, als würde dich das irgendwie interessieren, Andrew. Ich versuche nur ein bisschen höflich zu sein. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Du weißt ganz genau, was das heißen soll. Ich weiß ganz genau, wie du tickst, Andrew. Und ich stehe für deine narzisstischen Spielchen nicht länger zur Verfügung. Was denn jetzt wieder für Spielchen? Du bist das klassische Beispiel eines narzisstischen, pathologischen Perversen. Und ich lass mich durch deine fiesen Manipulationen nicht länger instrumentalisieren. Und wie bist du jetzt zu dieser tiefsinnigen Erkenntnis gekommen? Weißt du, Andrew, die Masken der Niedertracht lasen sich wie deine Biografie. Was ist denn los? Ihr wart doch mal beste Freundin. Sie hat einfach diese besondere Wirkung auf andere Menschen. Weißt du, wenn du bei einer Normal-Budget-Produktion meinst, rumdieven zu müssen, ist das eine Sache. Aber wenn du meinst, bei No-Budget französisches Mineralwasser verlangen zu müssen, also ich finde, da hört ja wohl alles auf. Naja, das ist ja jetzt auch nicht so viel teurer. Ja, aber sie wollt's zum Haare waschen. Ja gut, okay, ich meine, das war nun wirklich als Scherz gemeint. Ja, aber sie hat trotzdem die ganze Produktion zum Stehen gebracht, weil sie sich im Badezimmer eingeschlossen hat. Also erstens hat die sich nicht im Bad eingeschlossen wegen des Mineralwassers und zweitens war das bestimmt nicht das, was die Produktion aufgehalten hat. Wenn wir ein bisschen viel Sekt trinken, dann finde ich das auch gut. Und das ist auch gut, was du machst. Das ist gut. Hm? Timo? Pamela. Bester. Du hast mal wieder ein Buch gelesen. Siehst du? Du machst es schon wieder. Okay, für das Kopfkino anderer Leute bin ich nicht verantwortlich. Hat eigentlich irgendjemand mal irgendwann den fertigen Film gesehen? Oh, ich habe ihn wohl auch gesehen. Willst du mir jetzt unterstellen, dass ich paranoid bin oder was? Da du denkst, dass ich schwachsinnig bin, Scheiße, werde ich mir bestimmt nicht anmaßen, irgendwelche Halt Diagnosen... einfach die Fresse, Andrew. Halt einfach die Fresse. Okay, ich gehe jetzt erstmal strollen. Ich zeig dir mal das Badezimmer. Das ist ein bisschen tricky. Hm? Okay. Gut. Und? War schlimm? Schlimmer. Love. That's just economics, if you ask me. Love. Well, if you really want it to work, you've got to invest some energy. You have to make sacrifices. And sometimes strike violence. So, I gather you've known each other for a while? Oh yeah, we used to suck face. Besides, I'm married. You're not dead. Sorry, I pay for it. You're welcome, Linda. Willst du wirklich mit David Tennant poppen? Willst du das wirklich wissen? Nein, nicht wirklich. Mom! Give what you can. Take what you can. But if it doesn't work out, well, you're just gonna have to sell your shares and wish the highest bidder good luck. Na ihr Lieben, hä? Ist doch prima hier, oder? Schön, dass sich alle so gut verstehen, dass wir Spaß miteinander haben. Peterchen, hä? Nicht so viel rauchen, du. Timo, mal ganz klipp und klar. Ich halte das für einen großen Fehler mit dem Nachdrehen. Wieso? Weil wir alle zig Jahre älter sind. Naja, da gehst du mit Paint drüber und dann machst du alles in der Postproduktion. Bitte, es gibt Sachen, die kannst du in der Post nicht lösen. Zum Beispiel, wenn es keine Chemie zwischen den Darstellern gibt. Ja, meinst du jetzt irgendwie Bremse oder was? Naja, die dieft ein bisschen rum, aber ist doch nicht so schlimm. Hä? Ist zwar nicht mal der knackigste Apfel, aber eine Trockenpflaume ist sie auch noch nicht. So, bei uns allen Lack ab ein bisschen, ne?
ja, Mensch. Haben gerade über dich geredet, du. Hä? Ja, ganz schön Zucht drauf, du. Ey! Halt! Wer ist denn da jetzt draufgegangen? Ja, Pamela. Warum hast du die nicht aufgehalten? Ich wollte ja aber... Wieso geht der Strom aus, wenn man die Badezimmertür zumacht? Ich arbeite hier gerade mit einem Mikrocontroller an einer Smart Home Alternative. Und eigentlich sollte, wenn man die Badezimmertür abschließt, das Licht und die Lüftung angehen. Aber irgendwie geht im ganzen Haus das Licht dann aus. Ich glaube, ich habe mein Handy auf Klo liegen lassen. Und wie geht der Strom wieder an? Pamela? Indem man die Badezimmertür aufmacht. Pamela? Pamela? Kannst du mal ganz kurz aufmachen? Ich glaube, ich habe mein Handy auf dem Klo liegen lassen. Also ich meine, neben dem Klo. Kannst du da mal kurz gucken? Kannst du gleich weitermachen, ja? Nur ganz kurz aufmachen, ja? Pamela, bitte. Pamela. Ich brauche mein Handy, ja? Pamela? Peterchen? Alles Hä, gut? Lieben? Pamela, du mach bitte auf, ja? Ich brauche nur... Du bist nicht fett. Wieso bist du jetzt fett? Was, dass du fett bist? Timo, jetzt nochmal ganz klipp und klar. Du musst dich von diesem Projekt verabschieden. Das Ding ist tot. Langsam nervt. Ich habe mich nicht ohne Grund von ihm scheiden lassen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Genau, das ist das Problem. Vielleicht muss man in diesem Film aus der Not eine Tugend machen, wie in Boyhood. Du willst doch dieses Fiasko nicht allen Ernstes mit einem Meisterwerk wie Boyhood vergleichen. Boyhood ist eine fiktive filmische Langzeitstudie, wo die Crew wirklich altert. Und im Mittelpunkt steht Timo und sein Film. Genau wie bei Boyhood. Nur, dass ich mir das viel früher überlegt hatte. Ich hatte die Idee viel früher, bevor die mit Boyhood angefangen haben. Das ist eigentlich von mir geklaut. Das wird mir jetzt zu blöd. Ich muss jetzt zur Probe, wo ich wirklich Geld verdiene. Oh, ist das Privattheater so einnehmend? Ja, es ist sicherlich zeitaufwendiger, als mit seinem eigenen Programm bestehend aus Ausdruckstanz und Lesung eigener Gedichte irgendwo durch die Gegend zu tingeln. Wenigstens musste ich mich nicht für 75 € Abendgage und eine Titelseite im Wesereport prostituieren. Da spricht doch nur der Neid aus dir. Immerhin habe ich diese 75 € Abendgage. Ich weiß ja nicht, was deine 5 Zuschauer pro Woche so ablachen. Entschuldigung, hört ihr das auch? Der mir schon wieder die Frau. Du scheiß Arschloch! Dieser Film hat mein Leben ruiniert. Und jetzt denkst du, dass du diese Idioten einfach nach 10 Jahren hier wieder anschleppen kannst? Spinnst du? Guck nicht so, du Pedo. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst nicht an meine Requisiten gehen. Ihr beide. Zack, zack, ab in die Küche, Familienkonferenz. Was war denn das für eine Aktion, hä? Mensch, Lenchen. Der Papa macht den Film jetzt fertig und dann wird alles wieder gut. Ja? Das bringt mir auch keinen Abschluss. Du verstehst es nicht, oder? Ich habe in 5 Jahren 6 Schulen besucht. Das hat mein ganzes Leben zerstört. Ich arbeite seit 2 Jahren für Mindestlohn. Und jetzt willst du alles nochmal aufgraben. Der Trailer kursiert immer noch. Naja, um deinen Vater in Schutz zu nehmen. Der Teaser war jetzt nicht das Schlimmste an der ganzen Erfahrung. Du kannst reden, Frau Briefgold. Hey, das ist jetzt nicht fair. Der Werbespot hat die Miete gezahlt. Oh, scheißegal, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben oder mit diesem Scheißfilm. Dir schon klar, dass das alles deine Schuld ist. So, mir reicht's jetzt. Ich gehe. Soll ich dich ein Stück mitnehmen? Ja, klar, gern. Warum nicht? Tschüssi. Wollen wir auch los? Pam? Oh.
könnten alle. Vergiss es. Und? Was denkst du denn? Ich denke, dass ich dir endlich verzeihen kann. Didi, ich rechne fest mit dir, ne? Mach's gut, Timo. Ich mach's sogar noch besser. Ich ruf dich an, ja? Tschüss. Das war eine Spitze, hä? A thing that's out of reach, and sadness a thing that's there to teach, to serve us right from things done wrong, for things we've known all along, all along. Hey, of love is happiness to full. Is hate unnecessary too, to keep us on an even keel? And just if love is something real.